Let's enter into the next verse. In Bhagavad Gita, Sankhya Yoga, 2nd chapter, 47th verse. Karmanyevadhikaraste ma phaleshu kadachana ma karma phalaheturbhuhu ma te sangostva karmani. Karmanye vadikaraste mapaleshu katachanaha ma karma balahedurbuhu mate sankostva karmani. I need to give an introduction about this verse. This verse from Bhagavad Gita is the verse I would have used maximum number of time in my life, whether to tell myself or to tell others. Even if the whole, all the truths Bhagavan is expressing through this Bhagavad Gita, even if everything is lost, I tell you, if this one verse is retained, Karmanye vadikaraste mapaleshu katachanaha ma karma palahedurbuhu mite sangostva karmani. The whole Bhagavad Gita is retained. Nothing else is required. Your jurisdiction is merely in the execution which is at one time or another measured by the reward. Let not the ground for source of your action be the reward. Let your fight with non-performance be the standard of measure. My own new translation. First, one truth I'll explain. Wenn dein Tun davon abhängt, wie viel Belohnung und Geld du bekommst, ich gebe dir ein Beispiel. Jeden Monat bekommst du $10.000 Gehalt. So all deine Arbeit, die du für die 30 Tage leistest, ist dein Entgelt $10.000. Dafür arbeitest du. Dein Verstand, Logik ist so, dass er innerhalb weniger Tage denkt, dein Entgelt ist zu wenig für die Leistung, welche du erbringst. Sogar wenn dein Lohn auf $100.000 per Monat erhöht würde, denkst du innerhalb ein paar Tagen, das Entgelt ist zu wenig für deine Leistung. Der Verstand, Geist ist von Natur aus so geschaffen, dass er dich immer fühlen lässt, dass die Entlöhnung zu wenig ist. Sogar wenn du die ganze Welt bekommen würdest, denkst du, es ist zu wenig dafür, dass du existierst. Du benötigst gar nichts zu tun. Nur weil es dich gibt und du atmest, fühlst du, die ganze Welt sollte dir zu Füßen liegen. Das ist die Art, wie der Verstand funktioniert. Das ist so unglücklich und der nächste Schritt ist noch viel bedauerlicher. Wenn du fühlst, dass zu wenig ist für das, was du tust, weniger als das, was du der Gesellschaft anbietest, das ist das erste Problem. Das zweite, was sofort geschieht, ist,
Du beginnst deine Leistung zu reduzieren. Wenn du ein Softwareingenieur bist und im Büro, anstatt zu arbeiten, beginnst du im Internet zu surfen, einige Pornoseiten, oder du machst etwas anderes. Wieso? Weil du denkst, du bekommst ja nur $10.000 für deine Arbeit. Das ist viel zu wenig, für was ich leiste. So lass mich meine Leistung reduzieren. Dein Ausdruck, deine Kreativität, deine Entfaltung reduziert sich dadurch. Du verstehst nicht, dass du wütend auf den Chef bist, weil er dich nicht genügend bezahlt, aber du bestrafst nur dich selber, weil du dich in deiner Kreativität, deinem Schaffen einschränkst, dich in Trägheit begibst und dich in deiner Entfaltung, deiner Lebendigkeit hinderst. Schau, wenn du weniger leistest, als dass du könntest, dann gerätst du in eine Art Gedankenmuster. Nach 3 bis 4 Monaten weniger geleistet, dann wirst du anfangen zu glauben, dass nur so viel dein Leistungsvermögen ist. Dies ist mein Leistungsvermögen. Das ist so bedauerlich. Du bist ärgerlich mit deinem Chef und willst ihn bestrafen, aber du trinkst das Gift. Du bestrafst dich selber. Indem du dich selber bestrafst, wirst du ihn nicht bestrafen. Sei nicht dumm. Das ist so bedauernswert, wenn die Leute ihre eigene Kreativität, Entfaltung zerstören. Nur weil sie mit der Person ärgerlich sind, die sie entlöhnen sollte. Ich gebe dir ein Beispiel. Schaue in deinem Leben. Alles geschieht mit der Idee, was bekomme ich zurück? Das ist so bedauernswert. Nur weil du denkst, dass die Person, die dich entlöhnen soll, bestraft werden soll und du dadurch deine Kreativität reduzierst. Du bestrafst nur dich selber. Ich gebe dir nur ein Beispiel mit deinem Boss. Ich kann dir ein anderes Beispiel auf eine weitere Art geben. Langsam wirst du ärgerlich über das ganze Leben. Du fühlst, dass deine Frau dir nicht die Liebe zurückgibt, welche du ihr schenkst, dass deine Kinder nicht die Liebe zurückgeben, welche du ihnen gibst. Was auch du deinem Freund gibst, du fühlst, du bekommst nichts zurück. Was du der Gesellschaft gibst, sie gibt es dir nicht zurück. So viele fragen mich, was ist das Swamiji? Du gibst der Gesellschaft so viel, und diese dankt es dir nur mit Beschimpfung. Ich werde nicht aufhören, weiter der Gesellschaft zu dienen. Ich bestrafe mich deswegen sicher nicht selbst. Das ist für mich ganz klar. Schau, wenn du ärgerlich bist mit Freunden, Familie, der Gesellschaft, dann hörst du auf, Liebe auszustrahlen. Das ist so bedauerlich. Wenn du aufhörst, die Liebe auszustrahlen, dann bestrafst du dich selbst. Dann kommst du in so ein Gedanken-Persönlichkeitsmuster. Ich sage dir, wenn 2 Monate lang all deine Handlungen auf Kalkulation gründen, dann wirst du im 3. Monat glauben, dass dies deine maximale Fähigkeit ist.
Mache einen Versuch für 2 Monate, indem du nichts kalkulierst, nichts davon abhängig machst, gebe uneingeschränkt Liebe, Freundschaft, Hilfe, Einsatz. 100% von euch befindet sich in diesem eingefrorenen Zustand, Gefängnis der Berechnung vom Nehmen und Geben. Funktionieren, handeln basierend nur aufgrund der Berechnung, was bekomme ich zurück, das nenne ich Gefängnis. So zu existieren nenne ich Gefängnis. Ich sage dir, breche aus diesem Gefängnis und du wirst wahre Freiheit erfahren. Ich habe das auch in meiner Jugend erfahren. Ich erinnere mich immer noch. Meine spirituelle Lehrerin Kupamal hatte ein Buch. Sie hatte es mir immer vorgelesen. Der einzige Vers, den sie mich immer und immer wieder praktizieren ließ und fast danach, ist dieser Vers. Ich will auch nachfassen und nimm das bitte sehr seriös. Entscheide, für die nächsten 48 Tage werde ich geben, was immer ich kann, ohne mich daran zu stören, ob der andere sich erkenntlich zeigt oder nicht, ob er mir das zurückgibt oder nicht. Was immer du kannst, deine Zeit, deine Energie, dein Verständnis, deine Liebe, deine Hilfe. Was immer du geben kannst, auf welche Art und Weise du das ausstrahlen kannst. Ich sage nicht nur im Freiwilligendienst, ich meine auch in deinem täglichen Job. Ob es in deinem Job ist, wo du einen Lohn bekommst oder ein Lächeln für deine Arbeit, was immer es sein mag. Ob es der Job ist, für den du den Lohn bekommst, ob es im Freiwilligendienst ist, ob es die Liebe ist, welche du deiner Familie gibst, in jedem Moment. Entscheide dich für 2 Monate. Ich werde an meine Grenzen gehen. Ohne mich darum zu kümmern, ob und wie der andere reagiert oder mir was zurückgibt. Ich fordere dich heraus. In diesen 48 Tagen wirst du Minimum 3-mal mehr Energie haben, lebendiger und intelligenter sein, als dass du es jetzt bist. Ich gebe dir die Technik, wie du 3-mal besser wirst. Du bist in diesem Gedanken- und Verhaltensmuster gefangen, weil das das Erste ist, was du in deinem Leben gelernt hast. Wie viel ich zurückbekomme. Wie viel ich zurückbekomme, so viel gebe ich. Befreie dich von diesem Netz. In dem Moment, wo deine Logik unbewusst sagt, hey, er gibt mir nur so viel zurück, wieso soll ich mehr geben? Stell dir vor, du bist in einem Netz gefangen. Bhagavad sagt wunderbar, kämpfe gegen die Trägheit und nimm dies als Leitsatz für dein Handeln. Dann wirst du fragen, wie kann ich so arbeiten?
Ich benötige einen Antrieb, aber dein Antrieb sollte sein, dass du gegen die Trägheit kämpfst. Du kämpfst gegen das schrumpfende Gefühl. Du kämpfst gegen die Trägheit. Du kämpfst gegen die Ideenlosigkeit. Lass Inspiration die Quelle deines Lebens sein. Die Leute sagen immer, nein, nein, wenn das Entgelt der Grund für meine Leistung ist, wieso soll ich leisten? Wenn ich kein Resultat erwarten kann, wieso soll ich das tun? Verstehe, leiste, damit du aus der angeborenen Trägheit herauskommst. Die angeborene Tendenz von Schrumpfen. Die angeborene Tendenz von Nichtstun. Gestern Abend hatte ich eine Sitzung mit einer Gruppe von Ashram-Bewohnern. Sie sprachen über einen Ashram-Bewohner, welcher extrem produktiv ist und den ganzen Tag lebendig. Dann fragte ich, wieso sind dann die anderen nicht in der Lage, gleich viel zu leisten? Sie antworteten, wir verstehen das auch nicht, Swamiji. Ich sage Ihnen den Grund dafür. Die erste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen musst, ist, entscheide dich zu leben, zu expandieren, zu wachsen. Unglücklicherweise ist für die meisten Menschen das Leben etwas, was ihnen aufgezwungen wurde. Okay, life is dumped on me, this is the situation, okay. Dahinkriechend. Entscheide dich zu leben. Der Wille zu leben. Entscheide, ich werde leben in allen Aspekten meines Lebens. Ich erschaffe Reichtum. Ich erschaffe Gesundheit für mich. Ich erschaffe eine glückliche physische Verfassung. Ich erschaffe wunderbare, liebenswerte Menschen um mich herum. Verstehe, du kannst durch deine Liebe jeden Menschen in eine liebenswerte Person umwandeln. Die Liebe ist wie Phosphor. In dem Moment, wo es mit etwas in Berührung kommt, verbrennt es dies. Wie Phosphor alles in sich umwandelt. Im Moment, wo du Phosphor auf etwas gibst, verbrennt es dies und wandelt es in sich um. Genauso ist es mit der Liebe. In dem Moment, wo jemand mit Liebe in Kontakt kommt, verbrennt es alles Negative und die Person wird auch Liebe. Ich werde über diesen Vers noch in den nächsten Tagen sprechen. Dieser Vers ist die Essenz von Raja Yoga, Jnana Yoga, Karma Yoga und allen Yoga-Pfaden. Dieser Vers ist die Essenz von allen Yogas. Wenn du ein Yogi sein willst, dann erinnere dich an diesen Vers. Die Essenz von allen heiligen Schriften, Upanishaden, Vedas, allen Meistern und die Essenz von meinen Lehren, von allem zusammen. Wenn du einen Vers tätowieren willst, dann empfehle ich diesen Vers. Karmanyevadikaraste mabaleshu katachanaha ma karma palahedurbuhu mate sankosta karmani. Tätowiere diesen Vers auf deinen rechten Arm, so dass du ihn immer und immer wieder siehst. Wenn diese eine Wahrheit als Teil von deinem Leben wird, dann bist du befreit. Ob du Atemübungen machst, ob du Atemtechniken machst oder Yoga, ob du deine Zeit mit anderen Leuten teilst oder du im Büro arbeitest,
ob du im Fitness trainierst oder du deine Liebe mit deiner Familie teilst, in jeder Situation hinderst du dich, hemmst du dich, kontrollierst du dich und schränkst dich ein, nur aufgrund des einen Gedankens- und Verhaltensmusters. Was bekomme ich zurück? Bekomme ich was zurück? Wenn du 2 Tage mit Handeln trainierst, dann schaust du, wow, wenn der Muskel nicht wächst, dann sagst du, oh, er wächst nicht, lass mich weniger trainieren. Kontinuierlich mit jedem Schritt schränkst du dich ein, kontrollierst dich. Ob es in deinem Job ist, oder in der spirituellen Praxis, oder in deinem Liebegeben, ob in der Richtung von physischer Gesundheit oder mentaler Gesundheit oder Beziehungen oder im Erschaffen von Reichtum, in jedem Aspekt. Du gibst nicht dein Bestes, nur aufgrund dieses einen falschen Gedankenmusters. Ich bekomme nicht genug an Gegenleistung. Jede Gegenleistung wird nicht genug sein. Löse dich von diesem falschen Gedanken- und Verhaltensmuster. Du wirst explodieren, das höchste Bewusstsein, explodieren vor Kreativität und Lebendigkeit. Bestrafe dich nicht, nur weil du wütend bist mit der Person, welche dich bezahlt. Sitze einen Moment mit diesem heiligen Geheimnis von diesem Vers und verinnerliche ihn. Das Entgelt. Ich bestrafe mich nicht selbst. Das erste Problem, nur weil ich wütend bin auf die Person, welche mir nicht gleich viel zurückgibt. Ich lasse mir meine Ausdrucksform oder Kreativität nicht zerstören. विश्वस्य धाता पुरुषस्त्वमाद्यो व्यक्तेन रूपेण ततं त्वयेदम् कृपाकटाक्षं कुरु देव नित्यम्. Welcome to Inner Awakening, a 21-day retreat which prepares you for an extraordinary way of existing. Inner Awakening integrates the body, mind and spirit and is aimed at awakening all components and dimensions of living enlightenment or Jivan Mukti in you. The whole thing which we are going to do in these 21 days can be classified as 3 parts. 1, technical knowledge, means introduction to the concept or to the truth, ideologically clearing the doubts and inspiring you. Second thing, technique, exactly the process which you are required to do. The third is the energy process, awakening the dimensions of you which is unknown to you. Each day starts with yoga, which sculpts the body for holding and expressing higher energies. Disc that was on the verge of rupturing, and I was a little bit nervous. I thought my back pain would kick up during all of the yoga, etc.
we had some meditation sessions with Swamiji, and through that process, we talked about building a yogic body, and that our body would change. And I was like, okay, well, let's see what happens. And that's exactly what had changed for me, for my back pain. Completely gone, completely gone. Next morning getting up, no pain. I'm like, okay, this is strange. Wanting to just stand and stretch out my arms and feel the breeze go through my body. And I thought, what is this? This is different. Caring for the body includes eating healthy vegetarian food, which keeps the body and spirit fresh and alive. I had actually been at least 30 pounds overweight. So I ate very healthily, ate 3 times a day, and ate full meals, but I ended up losing 30 pounds, and I wasn't overworked. I was just very relaxed, very happy, but still, I lost 30 pounds just from, I think, being happy. New dimensions of understanding are awakened as Nithyananda reinterprets traditional Vedic wisdom in the light of modern living. When I am saying, let's start more action. Again I am saying, stop the mind so that less thought, more action will happen through your body. See, less thought and less action is inertness, dullness, dumbness. More thought, more action means restlessness. Less thought, more action is Jivan Mukti, living enlightenment. No matter how much responsibility I have, I don't feel stressed, I feel relaxed and I'm able to do it in an easy, joyful manner. You don't need to remember all the things which I am uttering. Please understand. Wherever you have problem, that truth will hit you there, and the truth which you need will get recorded inside. Other things will not even go inside you. No need. It's okay to just be myself and be in flow with life and go to the tune of my own drum, so to speak. So there's so much more I could say about this, but I don't think there's enough film in the world. Life is liberation. Life is for freedom. Life is for consciousness. Life is for joy. Just basically brings you back home to who you are inside. And that's something I'll carry with me the rest of my life. Enjoy lively interactive sessions with the Master, or just be still and find your questions answered even before they are asked. What is the most important thing in my life? I was questioning all the time. Purpose of life, important thing in your life. Why do we live? I mean, most of the people, including me, I didn't know what I wanted. Just I wanted to know what I want. That's why I was just searching and searching. If you just renounce being too much bothered about what is happening in the 6 feet, you will simply know what is happening in the whole. Renounce the 6 feet and enjoy the whole. Tena tyaktena munjita makrita kasya sviddanam. The vast canopy of the sacred banyan tree at the ashram encloses a space resonant with healing energy. Spending time with oneself under the 1,000-year-old tree is a meditation in itself. The experience there is, it just takes you to a different dimension beyond the simple thoughts, verbalization in the inner space. So to be there is really to be out of time. So that's the experience with this energy field here. Of all the meditation techniques you will learn here, the ultimate is the Upanishad, the silent sittings in the presence of the Master. In these moments of silent communion, the transmission of the light happens effortlessly from being to being, untouched
by the doubt and dilemmas of the mind. I've spent a lifetime looking for spiritual growth, looking for enlightenment, walking a spiritual path, walking a spiritual journey. And I've walked it for over 50 years, and it hasn't been satisfying yet or found yet until I found this program, until I found Swamiji. Ekam sat vibra bahuda vadanti. So, truth is one. Sages, people who experienced, call it in many names, different paths, different techniques, different methods, and finally we are very clear, each tradition is sacred and unique. Understand? I am not saying all religions are equal. I am saying all religions are unique. I had a really competitive spirit, and there was nothing unhealthy about that, but what happened was I would achieve something, but then I would feel unfulfilled with it. And then, so I'd achieve more and more and more, and even the bigger things that I would achieve became less and less fulfilling for me, paradoxically. Life is your choice. It is one giant choice. There's a choice to take birth, there's a choice to live exactly the way you want. The choice is yours. If any thought comes, that thought comes because of the choices you made. Unclutch from that. Then, first of all, unclutch from the language choice. Do not allow any thought to come up in languages which you know. Then over. You chose to live the way you wanted to live. You're living it. And if you want to choose to live a different way, choose a different way. It's no problem. Just make a choice and it'll happen. Rediscover ancient rituals and customs that reveal the science behind tradition. Swamiji provided so many intimate moments with each of us. And when he puts his thumb on your forehead, it's nothing and everything in one moment. The 21-foot Shivalinga and the healing tank below form the perfect backdrop to twilight sessions with the Master. Often, meditation flows into celebration with midnight campfires, music, and much laughter. I'd be happy in any situation, in any case. And work is not a work anymore. It's a beautiful opportunity to experience life in its fullest. Greatest gift you could make really to yourself. It goes so far beyond. It reaches your very deepest being. Intense joy, calm, the happiness. The slightest chance to attend this program, please do. Take this time for yourself. One of the most amazing, enlightening masters that has walked this planet. In an instant, everything and anything is possible and for you. I am giving you the option and choice to look inside the consciousness of an incarnation. Thousands have already discovered an effortless way to conflict-free, blissful, and enlightened living. Now, it's your turn. Come, experience the direct guidance of a rare living enlightened master, Paramahamsa Nithyananda, and let the inner awakening happen in you. Welcome to Inner Awakening, the most powerful personal transformation retreat you could ever experience. In just 21 days, thousands are already experiencing the shortest route to constantly high energy levels, visible anti-aging, healing of chronic diseases, fulfilling relationships, and higher states of consciousness. What is the secret behind this transformation? Kundalini means the inner potential energy. Once it is awakened,
opens the different doors for the conscious experience in you. I can say which is a master key for all extraordinary spiritual experiences. This extraordinary program is conducted personally by Paramahamsa Nithyananda in the vibrant atmosphere of Nithyananda Dhyanapitham Ashram. Open yourself to the benefits of Nitya Yoga and practical meditation. Experience physical and mental healing. Discover simple ways to handle life with success. Above all, enjoy individual darshan and blessings from Paramahamsa Nithyananda every day. Take 21 days for yourself and carry home the transformation of a lifetime.